Guten Abend. Ich begrüße euch zu den Utopian News vom 24. Juni 2020. Best News ever. Mein Name ist Nora Nu und bei mir bekommt ihr jede Wahrheit, ganz nach eurem persönlichen Geschmack. Berlin. Solo-Selbstständige standen bisher unter Generalverdacht. Während Festangestellte Kurzarbeitergeld bekämen, wurde der Verdienstausfall von KünstlerInnen komplett negiert. Kosten des privaten Lebensunterhalts dürfen jetzt ab sofort auch von den Soforthilfen, die die Bundesregierung im April aufgrund der Pandemie aufgelegt hatten, bestritten werden. Dadurch bleiben tausende solo-selbstständige KünstlerInnen trotz faktischem Auftrittsverbot dem Kulturmarkt erhalten und müssen nicht durch schikanöse Grundsicherungsverfahren gezwungen werden, ihre kulturelle Arbeit, von der sie bisher wunderbar Steuern zahlen konnten, niederzulegen. Weil Solo-Selbstständige jetzt alle im Geld schwimmen, so wie wir übrigens aufgrund eurer zahlreichen Spenden, bitten wir von TSMGO TV euch, die Pandemie 111001 mitzuzeichnen. Das würde uns sehr helfen, nicht weiter im Geld zu schwimmen. Hamburg. Autoverkehr muss laut Stadtplanerinnen zukünftig dem Radverkehr weichen. Im gesamten Hamburger Innenstadtbereich wird die bisherige Nutzung neu überdacht. Wo früher Geschäfts- und Büroflächen waren, wird zukünftig Wohnraum, Platz für Kitas, Schulen und sportliche Angebote sein. Wo bisher Autos rasen durften, sieht man vielerorts nun Radwege. Die Menschen hätten ihre Bedürfnisse grundsätzlich neu überdacht. Und dabei sei herausgekommen, dass zu einer hohen Lebensqualität Einkaufen gehen in großen Menschenmassen, Konsumgüter in die im Umland liegende Wohnung karren und dabei auch noch im Stau stehen, nicht glücklich machen würde und deshalb darauf verzichtet werden könnte. Brüssel. Anlässlich des Weltflüchtlingstags am vergangenen Samstag. Es müsste Weltgeflüchtetentag heißen, hat die EU-Kommission ein neues Maßnahmenpaket initiiert. Sehen Sie hierzu einen Beitrag von Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Nora Nu, vielen herzlichen Dank. Die Folgen des Kolonialismus sind eine große Last für die Weltgemeinschaft. Das ist nicht zuletzt bei der aktuellen Black Lives Matter Bewegung, die sich zu Recht über die postkolonialen Altlasten beklagt, besonders deutlich geworden. Überall auf der Welt demonstrieren und rebellieren die Nachfahren der Opfer des Kolonialismus und es scheint, dass es endlich an der Zeit ist, dass Europa merkt, dass es in der Vergangenheit ganz schön viel Mist gebaut hat. Infolgedessen haben die europäischen Staaten, die ihren Wohlstand ausschließlich auf ihrer kolonialen Vergangenheit aufbauen, beschlossen, für ihre Verfehlungen in der Vergangenheit Verantwortung zu übernehmen. Die EU-Kommissionspräsidentin hat daher einen Plan vorgestellt, der besonders von Ungarn und Polen mit großem Applaus aufgenommen wurde. Der Plan ist benannt nach einem Partyhit aus dem 19. Jahrhundert und trägt den Namen Operation Walküre. Er ist in 5 Phasen unterteilt. Zunächst würde man in die ehemaligen europäischen Kolonien Militäreinheiten entsenden. In weiteren Schritten würde man vor Ort demokratische Strukturen aufbauen und so lange mit Militär- und Regierungsbeamten vor Ort bleiben, bis auch jeder und jede an die Demokratie glaube. Sollten weiterhin Menschen daran glauben, dass es woanders vielleicht schöner wäre, würde man Umerziehungslager einrichten, in denen eben diese Menschen über ihre Fluchtursachen grübeln könnten. Bernd Höcke von der Partei Antipathen für Deutschland, auch bekannt als Antifaschisten für Deutschland, kurz Faschisten für Deutschland, begrüßte diesen Vorschlag und empfahl, in den Geschichtsbüchern zu schauen, ob es nicht bereits historische Vorbilder für solche Umerziehungslager gäbe. Allerdings sagte er, Umerziehungslager. Die griechische Regierung wiederum möchte die Marke Abenteuerurlaubscamp Moria in die ehemaligen europäischen Kolonien exportieren und hat daher angeboten, mit ihrer Expertise eben solche Umerziehungslager in den ehemaligen Kolonien zu bauen. Attila Hildmann, der sich als Erbe des Schlagerstars mit den gleichen Initialen Adolf H. sieht, der Schlagerstar mit dem Hit Keine Macht für niemand, hat sich bereits beim Wehrmachtsmuseum als Feldmarschall beworben. Während Europa an sich stark geeint in dieser Situation vorgeht, gibt es noch unterschiedliche Positionen dazu, wie man mit den ehemaligen nordamerikanischen Kolonien verfahren sollte. Viele fürchten, der US-amerikanische Despot Donald Duck könnte an die Decke gehen und dabei mehr Schaden anrichten, als Europa jemals wieder aufbauen könnte.
Ich möchte dazu sagen, ein Blick in die Geschichtsbücher ist sinnvoll. Die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ist nicht immer ganz einfach. Und wir alle haben noch einen ganz schön weiten Weg vor uns. Noranu, go on. Brüssel. Anlässlich des Weltflüchtlingstags am vergangenen Samstag. Es müsste Weltgeflüchtetentag heißen, hat die EU-Kommission ein neues Maßnahmenpaket initiiert. Sehen Sie hierzu einen Beitrag von Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Noranu, vielen herzlichen Dank. Es war längst überfällig und nun ist es soweit. Die EU-Kommission hat einen Plan vorgestellt, mit dem die Fortress Europe endlich der Vergangenheit angehört. Unter anderem gehöre zu diesem Plan, dass sämtliche Menschenrechtsorganisationen wie Compact, Attac und Sea-Watch dekriminalisiert werden würden und außerdem gemeinnützig eingestuft werden. Man habe dazu auch einen Förderfonds eingerichtet, mit dem zum Beispiel die Organisation Sea-Watch mit modernen Schiffen ausgestattet werde und neues Personal finanzieren könne. Des Weiteren werden künftig alle Menschen, die in Europa zu Hause sein möchten, willkommen geheißen. Grenzbeamte werden zu diesem Zweck in neuen Umarmungspraktiken trainiert, das sogenannte Pull-in, im Gegensatz zur bisherigen Praktik des Pushback. Eine weitere Sofortmaßnahme wird sein, dass die Menschen, die in Europa ankommen, auch verteilt werden, und zwar ihren Wünschen entsprechend mit einem gewissen Verteilungsschlüssel, sodass niemand zu viel Last tragen müsse. Außerdem dürfen die Menschen sofort anfangen zu arbeiten, was die Wirtschaft stärkt. Die EU-Kommissionspräsidentin sagte, es wäre an der Zeit, mit dem Wohlstand, den man sich durch Ausbeutung anderer Länder angeeignet hat, endlich Gutes zu tun. Zu den ersten Unterzeichnern dieses Plans gehören selbstverständlich Polen und Ungarn. Noranu, go on. Gütersloh. Die komplette Belegschaft eines fleischverarbeitenden Betriebes in Nordrhein-Westfalen ist aufgrund von Quarantänemaßnahmen nun auf eine Luxus-Kreuzfahrt-Schifffahrt durch das Unternehmen eingeladen worden, der die Angestellten des Unternehmens durch das Unternehmen rundum versorgt werden sollen. So ließen sich auch die Quarantänevorschriften besser durchsetzen und überwachen, und man könnte Personen, die lieber nicht wieder im Betrieb arbeiten möchten nach der Auszeit, direkt auf See weiterschicken. Die frei gewordenen Plätze könnte man übrigens direkt an neue arbeitswillige Menschen, die, ähnlich der Romanfigur Robinson Crusoe, nach erlittenem Schiffbruch auf Mittelmeerinseln gestrandet seien und dort ausharren, vergeben. Die Betriebsleitung übernimmt übrigens auch ab sofort alle zusätzlich durch geschlossene Kitas notwendig gewordene Kinderbetreuung persönlich. Nordrhein-Westfalen. Ist Rassismus ansteckend und springt in andere Bevölkerungsschichten über? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Lasch verhängt noch keine offiziellen Ausgangssperren, da ausschließlich SchlachterInnen bedroht sein sollen. Nur die besonders vom Rassismus bedrohten Kitas und Schulen blieben vorsorglich bis zu den Sommerferien geschlossen, um ein Überspringen rassistischer Gedanken in andere Gesellschaftsschichten zu vermeiden. Es sei nun besonders wichtig, den Kindern in ihrer Muttersprache zu erklären, warum sie nicht wieder nach Hause fahren dürften und sich mit auf das vom Unternehmen finanzierte Kreuzfahrtschiff begeben müssten. Deutschland. Die Bevölkerung Deutschlands beschließt aufgrund der sich häufenden Skandale in fleischverarbeitenden Betrieben von nun an komplett auf Fleisch zu verzichten. Veganer und VeganerInnen, Vegetarier und VegetarierInnen bangen nun um ihre Fleischersatzprodukte, die seit Bekanntwerden der Maßnahme restlos ausverkauft sind. Darüber hinaus werden Sojaprodukte seit mehreren Monaten aufgrund der durch China verhängten Ausfuhrsperren auf dem Weltmarkt ebenfalls immer teurer. Es droht auch hier eine Knappheit. Berlin. Philipp Amthor sei Dank wird nun schon das lange überfällige Lobbyregister auch in Deutschland eingeführt. Der Begriff Lobbyismus kommt aus dem Englischen und bezieht sich auf den Vorraum, den Flur, die sogenannte Lobby, in der die Vorraumer oder auch Lobbyisten auf die PolitikerInnen warteten, um sie in Fluss zu bringen, sie also zu beeinflussen. Dies gelingt am besten durch die Pflege persönlicher Bindungen und unter Zuhilfenahme des Hormons Oxytocin. Im Volksmund auch Oxys. Offizielle Stellen sollen von den Vorraumern und Vorraumerinnen, Lobbyisten, genauso in Fluss gebracht werden wie die öffentliche Meinung. Philipp muss jetzt übrigens wieder mit seinem neuen raketenbetriebenen Schulranzen draußen in der Lobby warten. Berlin. Die Kulturszene freut sich, endlich wieder öffentlich zu sehen zu sein.
Die Menschen strömen in Massen zu den Veranstaltungen, beispielsweise zur Fête de la Musique. Sehen Sie hierzu einen Beitrag aus unserer Kulturredaktion. Go on! Ja! Wir üben das mal hier im Raum, stehen ja auch zwei Leute. Hang the Jester King? Ja! Hang the Jester King? Ja! Hang the Jester King? Ja! Dann geht's jetzt los. And hang the Jester King! Warschau. Am kommenden Sonntag wird in Warschau die größte Christopher Street Day Parade aller Zeiten erwartet. Sehen Sie hierzu einen Beitrag von Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Nuranu, vielen herzlichen Dank. Angesichts des bevorstehenden Christopher Street Days am kommenden Sonntag hat die polnische Regierung beschlossen, die Nationalfahne zu ändern. Das alte Rot-Weiß repräsentiere zu sehr ein Schwarz-Weiß-Denken und sei damit nicht in der Lage, die Pluralität der polnischen Gesellschaft wiederzugeben. Aus diesem Grund werde das Rot-Weiß künftig nur noch klein auf der Fahne zu sehen sein, das Groß der Fahne werde künftig Regenbogenfarben erstrahlen. Auch der ungarische Präsident Orbán sowie Papst Franziskus und Wladimir Putin überlegen nun, diesem Vorbild zu folgen. Zusammen sind wir bunt. Nuranu, go on. Und nun die demokratischen Best News Ever. Das Greta C. Nachrichtenportal berichtet. Bayerische Kühe haben Sehnsucht nach der Nordsee entwickelt. Ganze Herden durchqueren zurzeit die deutschen Wiesen. Ob die ostfriesischen Felder genug Zuflucht für beide Kuharten bereithalten, bleibt abzuwarten. Danke für eure tollen demokratischen News. Ich freue mich jede Woche wieder drauf und hoffe, dass ihr mir bis nächste Woche wieder ganz viele demokratische News schickt. Hier in den Kommentaren oder einfach an The Show Must Go On posten. Bitte bis Montag 18 Uhr. Alles, was ihr schon immer mal in den Nachrichten hören wolltet. Und nun das Best Weather Ever mit Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Nuranu, vielen herzlichen Dank. Das demokratische Wetter, meine Damen und Herren. WissenschaftlerInnen des Kömpen-Instituts in Stendal ist es gelungen, künftig Wetter anzubieten, das auch in verschiedenen Geschmackssorten kommt. Sie haben sich gesagt, Vanille, Schoko, Erdbeere oder Pfefferminz nur als Eis, das darf es nicht sein. Künftig regnet es auch in diesen Geschmackssorten. Wenn Sie besondere Wünsche haben, so wenden Sie sich bitte an das Kömpen-Institut. Es gibt auch eine Zweigstelle in Potsdam. Vielen herzlichen Dank. Nuranu, go on! Das waren die Utopian News, Best News Ever. Und nun folgt der dieswöchige Best Song Ever. Diesmal von Kraus und Krüger. Bitte ankreuzen, go on! Ja, 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 nein, 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 vielleicht darf ich heute mit dir heim. Nein, 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 vielleicht, ich weiß nicht, ob das reicht, um ein guter Start zu sein. Doch ich will nicht, dass du gehst, aber ich sag nichts. Ich will, dass du dich umsiehst, damit ich sicher sein kann, dass du dasselbe fühlst. Und denk mir nebenbei, ich denk mir nebenbei. Dein Kleid ist Poesie, aber du weißt es nicht. Für mich ist dein Kleid Poesie,
wir voreinander wie ein Affe vorm Computer. Du hast dich zu mir umgedreht, dein Lächeln in der Tür. Und ich frage dich ganz kindlich, was soll denn schon passieren? Außer einem Anfang und einem Ende und allem zwischendrin. Alles, was ich weiß, ist, dein Kleid ist Poesie, aber du weißt es nicht. Für mich ist dein Kleid Poesie, aber du weißt es nicht. Mach dein Kreuz bei Ja und ich trag's für dich, egal wohin du willst. Von mir aus auch nach Gütersloh oder Kapstadt oder sonst wohin, nur Hauptsache für mich ist, du sagst ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Noch nie, wirklich noch nie. Noch nie, wirklich noch nie hat irgendwo ein X die Stelle markiert.